Endkunden und Partner bei allen Fragen und Problemen zu unterstützen, die es in Bezug auf Nostrum Proxy und dessen Begleitprodukte gibt. Dazu zählt in erster Linie der Support, aber auch die Services mit den Möglichkeiten von Update-Begleitung, Migrationsunterstützung, Installation und Health-Checks durchführen zu lassen von Experten, die den Betrieb so vom Nostrum Proxy sicherstellen. Im Grunde ist der Tag klar strukturiert. Jeder im Team kennt seine Aufgaben, egal ob er aus dem Büro oder im Homeoffice arbeitet. Wir arbeiten alle miteinander, nutzen dafür verschiedene Kommunikationswege. Das kann das Telefon sein, das kann Teams sein. Das sind die täglichen Stand-ups, in denen jeder seine Fragen und Sorgen loswerden kann. Das hilft meist, den Rest des Tages dann unbeschwert angehen zu können. Mein Team ist derzeit in 3 Support-Level aufgegliedert. Der First Level ist dafür da, die Tickets anzunehmen, egal ob per Telefon, Supportformular oder per E-Mail. Diese werden dort kategorisiert, eine erste Einschätzung wird abgegeben, geprüft, ob alle Daten da sind und wenn möglich geben die Kollegen, derzeit mit 4 Kollegen besetzt, auch schon mal die ein oder andere Antwort direkt heraus. Der Second Level ist dazu da, die E-Mails bzw. die Tickets zu beantworten auf dem E-Mail-Weg. Der Second Level ist besetzt durch erfahrene Kollegen oder mit den erfahrensten Kollegen, die halt sehr viel Wissen hier einstreuen lassen können, um die Antworten schon direkt per E-Mail zu geben. Wenn das aber nicht ausreicht oder nicht funktioniert, dann übernimmt der Third Level, der dann hier auch mit den Kunden am Telefon und per Remote-Sitzung die Probleme der Umgebung löst. Unser Support ist täglich von 9 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag besetzt. Und die Tickets, die einlaufen, versuchen wir innerhalb von 24 Stunden zu beantworten, was in der Regel auch sehr gut klappt. Hierfür haben wir interne Eskalationswege und sobald ein Anruf oder ein Ticket dies erfordert, kann der First Level direkt auf den Third Level zugreifen, um die Probleme schnellstmöglich zu lösen. Wir bieten hierfür eine Online-Dokumentation an, welche durch uns im Professional Service auch aktiv mitgepflegt und weiterentwickelt wird. Zusätzlich gibt es ein Benutzerforum, wo sich auch Endbenutzer untereinander austauschen können und so auch Fragen und Probleme untereinander beantworten können. Zusätzlich haben wir noch unsere Blogartikel, wo wir ganz wichtige Informationen bekannt geben, die jeden interessieren. Und für unser Cloud-Angebot haben wir eine extra Statusseite, die immer den aktuellen Status der gesamten Umgebung darstellt. Deutsch und Englisch ist für das Team gar kein Problem. Gerade im Bereich Englisch bietet sogar unser Arbeitgeber eine Weiterbildungsmöglichkeiten an, die intern auch sehr gern genutzt werden, um sein Englisch immer wieder aufzufrischen. Der ein oder andere Kollege hat noch weitere Sprachen im Petto, die aber keine Voraussetzung sind. Einen festen Ansprechpartner braucht es bei uns nicht. Das Team hat in allen Bereichen ihre Grundkenntnisse parat. Das heißt, jeder kann zum Nostrum Proxy alles beantworten. Und wenn irgendwo ein bestimmtes Fachwissen benötigt wird, haben die Kollegen feste Ansprechpartner intern im Team, die sie ansprechen können, wenn es um zum Beispiel Microsoft 365 geht. Da gibt es 2, 3 Kollegen, die das im Petto haben und dementsprechend auch die meisten Fragen dazu beantworten können. Und das zieht sich durch das gesamte Team durch. Jeder hat seinen festen Part im Team. Der eine kann SQL besser schreiben, der andere schreibt PowerShell-Skripte aus dem FF. Das ist also so flexibel bei mir im Team und jeder ist für jeden da und dadurch kann das Wissen jederzeit abgerufen werden, wenn es gebraucht wird. Persönliche Kontakte sind bei uns gar kein Problem. Das mindert weder die Qualität oder erhöht die Qualität der Support-Tickets. Jeder
liefert die gleiche Qualität an jeden Kunden, egal ob dort persönliche Kontakte existieren oder nicht. Das Fachwissen wird bei uns durch reine interne Kommunikations- und Wissentransfer sichergestellt. Erst vor kurzem hat uns Stefan Zinks zum Beispiel einen kurzen Workshop gegeben, nochmal zum Thema Absenderreputation und Verschlüsselung. Wir hatten ein paar neue Kollegen, die da aufgefrischt werden mussten, und die erfahrenen Kollegen haben sich auch nochmal mit reingesetzt. Das ist also intern komplett selbstständig und eigenständig gelöst. Und wir haben da gar kein Problem mit, auch dieses Wissen dann weiterzugeben. Besonders wichtig ist uns das Feedback der Kunden. Hierfür verteilen wir nach jedem Ticket eine kleine Support-Umfrage, um das Feedback der Kunden einzuholen zu diesem Ticket, was er offen hatte. Und dieses werten wir aus. Wenn es notwendig wird, haken wir da auch nochmal nach beim Kunden, warum, wieso, weshalb. Das ist aber in den seltensten Fällen notwendig, weil das Feedback, worüber wir uns sehr freuen, vorwiegend positiv ist. Grundsätzlich ergibt sich hier kein Unterschied zwischen On-Premise und Cloud, denn das Backend ist grundsätzlich das gleiche. Die meisten Unterschiede können in den Funktionen selber existieren zwischen beiden Produkten, da hier in der Cloud neue Funktionen relativ schnell und eigenständig ausgerollt werden können. In Bezug auf die Server-Variante gibt es den einen oder anderen Kunden, der etwas zögerlich mit Updates ist, wodurch dann auch bei ihm die neueren Funktionen nicht genutzt werden können. Das macht für uns im Support aber keinen Unterschied. Wir können dahingehend beides gut unterscheiden, und bei den Cloud-Tickets haben wir sogar noch den großen Vorteil, dass wir halt direkt im Backend auf die Systeme zugreifen können und uns die wichtigsten Informationen direkt ziehen können. Ich denke, diese Frage muss den Kunden gestellt werden. Aus meiner Sicht ist es das Herzblut für das Produkt und für den Support jedes einzelnen Teammitglieds. Denn es macht uns auch glücklich, wenn der Kunde glücklich ist und alle Fragen und Probleme schnellstmöglich und zur Zufriedenheit des Kunden beantwortet werden.